Willkommen bei Verlauf der Geschichte. An einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Stell dir vor, du bezahlst heute 400 € für einen Flug nach Mallorca. 400 € für gerade einmal 1,5 Stunden Reisezeit. Und jetzt kommt der wirklich erstaunliche Teil. Vor genau 10 Jahren bot eine Airline dieselbe Strecke für nur 29 € an. Ja, nur 29 €. Und in diesem Preis war nicht nur das Ticket enthalten, sondern auch ein kleines rotes Schokoherz, das du beim Aussteigen bekamst. Diese kleine Geste, ein Dankeschön, ein herzliches Lächeln und das Gefühl, wirklich wertgeschätzt zu werden. Der Name dieser Airline war Air Berlin. Wenn du in den 2000er Jahren das Glück hattest, nach Mallorca, Barcelona oder Rom zu fliegen, dann erinnerst du dich bestimmt noch an dieses Gefühl. Doch heute ist Air Berlin nur noch Vergangenheit. Einst beförderte die Airline jährlich 35 Millionen Passagiere, verfügte über eine Flotte von 170 Flugzeugen und war die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands. Heute existiert sie nicht mehr. Wie konnte das passieren? Kann eine so große und etablierte Marke wirklich über Nacht verschwinden? Am 27. Oktober 2017 um 23:46 Uhr landete das letzte Flugzeug von Air Berlin am Berlin-Tegel Havalimane. Die Maschine wurde mit Wasserfontänen der Feuerwehr empfangen, auf dem Rollfeld spielten sich emotionale Szenen ab. Mitarbeiter brachen in Tränen aus, während sich auf der Besucherterrasse tausende Menschen versammelten, um Abschied zu nehmen. Am Ende verloren 8000 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, und über 1 Million Gläubiger blieben auf ihren Forderungen sitzen. Es war die größte Insolvenz in der Geschichte der deutschen Luftfahrt. Doch wie konnte es so weit kommen? Diese Geschichte ist so unglaublich, dass man sie kaum fassen kann. Um ihren wahren Ursprung zu verstehen, müssen wir in die Vergangenheit zurückblicken. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1978, mitten im Kalten Krieg, im US-Bundesstaat Oregon. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand in Deutschland eine besondere Situation. Nur Flugzeuge der Siegermächte durften West-Berlin anfliegen. Keine deutsche Fluggesellschaft, nicht einmal die Lufthansa, hatte die Erlaubnis, in die geteilte Stadt zu fliegen. Die Berliner Mauer hielt auch den Luftraum strikt abgeschottet. Genau hier trat ein cleverer amerikanischer Pilot auf den Plan. Kim Lundgren. Seit 1970 flog er für Pan Am auf den Berlin-Routen und erkannte dabei eine enorme Marktlücke. Seine Familie besaß in Oregon ein Holzunternehmen, eine solide finanzielle Grundlage, um seine gewagte Idee umzusetzen. Am 11. Juli 1978 wurde Air Berlin Incorporated offiziell ins Handelsregister eingetragen. Der Plan war denkbar einfach. Wenn deutsche Airlines nicht nach Berlin fliegen durften, dann würden es eben die Amerikaner tun. Am 28. April 1979 rollte das erste Flugzeug von Air Berlin über die Startbahn des Flughafens Berlin-Tegel. Die Maschine war eine über 20 Jahre alte Boeing, an Bord befanden sich 178 Passagiere. Ziel war Palma de Mallorca. Eine bemerkenswerte Tatsache: die offizielle Betriebslizenz erhielt das Unternehmen nur 5 Tage vor dem ersten Flug. In der Anfangszeit war das Geschäftsmodell von Air Berlin ungewöhnlich. Die Airline verdiente ihr Geld weniger mit den Flugtickets als vielmehr mit dem Verkauf zollfreier Waren an Bord. Diese Strategie funktionierte, das Unternehmen wuchs schnell. Doch 1989 veränderte ein historisches Ereignis alles. Die Berliner Mauer fiel. Ab 1990 endete die Kontrolle der Alliierten über den Luftraum, und deutsche Fluggesellschaften durften nun Berlin anfliegen. Damit wurde das ursprüngliche Geschäftsmodell von Kim Lundgren praktisch über Nacht hinfällig, und die Zukunft von Air Berlin war ungewiss. Ohne einen deutschen Partner schien das Überleben kaum möglich. In genau dieser Phase trat Joachim Hunold auf die Bühne. 1949 in Düsseldorf geboren, hatte Hunold eine ungewöhnliche Karriere hinter sich. Er studierte Jura, bestand jedoch das Staatsexamen nicht. In dieser Zeit arbeitete er als Roadie für den Musiker Marius Müller-Westernhagen. 1978 begann er als Gepäckabfertiger am Düsseldorfer Flughafen. Schritt für Schritt arbeitete er sich nach oben und wurde schließlich Marketingdirektor bei LTU. 1990 kam es jedoch zu einem Konflikt. Hunold kündigte. Mit über 40 Jahren stand er plötzlich ohne Job da. Genau in diesem Moment machte Kim Lundgren ihm ein Angebot, das sein Leben für immer verändern sollte. Am 16. April 1991 ereignete sich ein einzigartiger Moment in der Luftfahrtgeschichte. Air Berlin wechselte ihre Nationalität und sorgte damit für großes Aufsehen. Joachim Hunold erwarb 82,5% der Anteile. Es war der erste und bis heute einzige Nationalitätswechsel einer US-Fluggesellschaft. Zu Beginn startete er mit einer bescheidenen Struktur: 2 Flugzeuge und 150 Mitarbeiter.
Doch das Wachstum war beeindruckend. 1999 umfasste die Flotte bereits 12 Flugzeuge, und 2003 war Air Berlin zur zweitgrößten Airline Deutschlands aufgestiegen. Der Börsengang im Jahr 2006 mit einem Umsatz von 2,54 Milliarden Euro krönte den wirtschaftlichen Erfolg. 2007 folgte die Übernahme von LTU, wodurch das Unternehmen seine Marktposition weiter stärkte. Der gescheiterte Jurastudent Joachim Hunold hatte mit mutigen Entscheidungen den Gipfel erreicht. Die 2000er Jahre waren das goldene Zeitalter von Air Berlin. Der Slogan "Your Airline" sprach eine breite Zielgruppe an. Nicht elitär, sondern für alle, so positionierte sich die Airline. Der Mallorca-Shuttle wurde zum Symbol des günstigen Reisens. Während Lufthansa hohe Preise verlangte, machte Air Berlin Urlaub für viele Menschen erschwinglich. Unvergessen blieben auch die beliebten Schokoherzen. Die Idee stammte ursprünglich von Deutsche Bar, die 2006 übernommen wurde. Air Berlin verwandelte die grünen Herzen in rote und machte sie zu einem Markenzeichen. Jährlich wurden rund 12 bis 14 Millionen Stück verteilt. Doch es war mehr als nur Schokolade. Es war ein Symbol für Nähe, Wertschätzung und Kundenbindung. Im Jahr 2011 erreichte Air Berlin ihren Höhepunkt. Die Flotte bestand aus 170 Flugzeugen, 9.200 Mitarbeiter waren beschäftigt, und als Mitglied der Oneworld-Allianz saß die Airline mit Branchengrößen wie British Airways und American Airlines an einem Tisch. Von außen betrachtet wirkte alles perfekt, doch ein Blick in die Bilanz zeigte eine andere Realität. Zwischen 2004 und 2011 schrieb das Unternehmen nahezu durchgehend Verluste. Ja, Air Berlin wuchs, aber sie tat es, indem sie kontinuierlich Kapital verbrannte. Besonders die Übernahme von LTU im Jahr 2007 erwies sich als strategischer Fehler. Mit LTU kamen auch teure Langstreckenflugzeuge wie der Airbus A330 in die Flotte. Diese Maschinen passten nicht zum Low-Cost-Geschäftsmodell von Air Berlin und erhöhten die Betriebskosten erheblich. 2011 trat Joachim Hunold schließlich als CEO zurück. Offensichtlich brauchte Air Berlin einen Retter. Im Dezember 2011 erschien dieser Retter scheinbar am Horizont: Etihad Airways. Die in Abu Dhabi ansässige Fluggesellschaft erwarb 29,21% der Anteile für lediglich 73 Millionen Euro. Die neue Strategie wurde mit großen Hoffnungen präsentiert. Air Berlin sollte Passagiere aus Europa nach Abu Dhabi bringen, von wo aus sie mit Etihad weiter nach Asien oder Australien reisen würden. Doch konnte dieser Plan wirklich funktionieren? Etihad verpflichtete sich, innerhalb von 5 Jahren bis zu 255 Millionen US-Dollar an finanzieller Unterstützung bereitzustellen. Die gesamte Luftfahrtbranche beobachtete diesen Deal aufmerksam, doch die Strategie ging nicht auf. Das zentrale Problem war die fehlende klare Marktpositionierung von Air Berlin. Wollte man eine Low-Cost-Airline wie Ryanair sein? Oder eine Premium-Airline wie Lufthansa? Niemand wusste es genau, währenddessen verschärfte sich der Wettbewerb zunehmend. Ryanair und EasyJet unterboten Air Berlin preislich deutlich. Lufthansa hingegen überzeugte mit höherer Servicequalität. Air Berlin geriet zwischen die Fronten und wurde von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Hinzu kam ein massives Führungschaos. Zwischen 2011 und 2017 wechselte das Unternehmen 5-mal den CEO. Jeder brachte neue Strategien mit, doch keiner konnte den Turnaround schaffen. Auch die Zahlen waren alarmierend. 2016 verzeichnete Air Berlin einen Verlust von 781 Millionen Euro, die Gesamtschulden überstiegen 1 Milliarde Euro. Obwohl Etihad zwischen 2011 und 2017 mehr als 720 Millionen Euro investierte, glich das Ganze einem Fass ohne Boden. Anfang 2017 sicherte Etihad mit einem sogenannten Letter of Support weitere Unterstützung zu. Für einen Moment schöpfte Air Berlin Hoffnung. Doch rückblickend markierte genau dieses Versprechen den Anfang vom Ende. Der Sommer 2017 wurde für Air Berlin zu einem wahren Albtraum. Am Flughafen Berlin-Tegel herrschte Chaos. Flüge wurden ständig gestrichen, täglich traten neue Probleme auf. Gepäckstücke gingen verloren, Passagiere mussten stundenlang, manchmal sogar tagelang in Warteschlangen ausharren. Die Besatzungen waren müde, erschöpft und demoralisiert. Das Vertrauen war vollständig verloren gegangen. In jenem Sommer wählte niemand Air Berlin, der hoffte, rechtzeitig zu einem Geschäftstermin zu erscheinen oder sein verlorenes Gepäck wiederzubekommen. Die Marke erlitt schweren Schaden. Dann kam der 9. August 2017, ein Datum, das als Tag des Zusammenbruchs in die Geschichte einging. Um zu überleben, benötigte Air Berlin dringend 50 Millionen Euro, nur 50 Millionen. Wie schon mehrfach zuvor klopfte das Unternehmen erneut bei Etihad Airways an. Doch diesmal fiel die Antwort anders aus. Diesmal lautete sie: Nein.
Die Begründung wurde kühl und technisch formuliert: Zahlungsbedingungen seien nicht erfüllt worden. Doch das spielte kaum eine Rolle. Die eigentliche Botschaft war klar: Wir werden euch nicht länger unterstützen. Etihad Airways hatte in 6 Jahren über 720 Millionen Euro in Air Berlin investiert, doch innerhalb einer einzigen Nacht zog man endgültig den Stecker. Warum? Weil Etihad Airways selbst in einer schweren Krise steckte. 2016 verzeichnete die Gulf Airline einen Verlust von 1,87 Milliarden US-Dollar und konnte sich eine weitere Unterstützung schlicht nicht mehr leisten. Nur 6 Tage später, am 15. August 2017, stellte Air Berlin offiziell Insolvenzantrag. Das Unternehmen hatte Schulden in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro. Rund 8000 Beschäftigte warteten in dieser Zeit voller Unsicherheit und Angst um ihre Arbeitsplätze, ihre Existenz und ihre Zukunft. Die deutsche Bundesregierung reagierte schnell und stellte einen Überbrückungskredit in Höhe von 150 Millionen Euro bereit. Offiziell sollte damit ein geordneter Verkaufsprozess sichergestellt werden. Doch wenn man ehrlich ist, gab es noch eine andere Realität im Hintergrund. Zu diesem Zeitpunkt waren es nur noch 6 Wochen bis zur Bundestagswahl 2017. Kein Politiker wollte sich im Fernsehen mit chaotischen Bildern zehntausender Gestrandeter Urlauber konfrontiert sehen. Das wäre ein PR-Desaster gewesen. Der anschließende Prozess mündete in eine ungewöhnlich schnelle Abwicklung. Doch wie wurde alles aufgeteilt? Lufthansa übernahm insgesamt 81 Flugzeuge und 3000 Mitarbeiter für lediglich 210 Millionen Euro. EasyJet zahlte 40 Millionen Euro für 25 Flugzeuge und 1000 Beschäftigte. Hinter diesen Zahlen verbarg sich jedoch ein menschliches Drama. Die verbleibenden 4000 Mitarbeiter standen praktisch vor dem Nichts, arbeitslos, ohne Sicherheit und ohne Perspektive. Wie muss sich das wohl für sie angefühlt haben? 27. Oktober 2017. Dieser Freitag ging als einer der emotionalsten Tage in die deutsche Luftfahrtgeschichte ein. An jenem Abend wurden die letzten 3 Flüge von Air Berlin erwartet. Alle waren für 22:45 Uhr geplant. Einer kam von München nach Berlin, ein weiterer landete von Rom in Düsseldorf. Doch alle verspäteten sich erheblich. Die Besatzungen wollten diese letzten gemeinsamen Momente nicht zu schnell enden lassen. Sie versuchten, diesen besonderen Augenblick so lange wie möglich hinauszuzögern. In München zog ein Flugzeug besondere Aufmerksamkeit auf sich. Ein Airbus A320 mit 178 Passagieren an Bord. Unter ihnen befand sich auch Joachim Hunold. Vor rund 20 Jahren hatte er mit 2 kleinen Flugzeugen die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands aufgebaut. Und nun flog er ein letztes Mal mit genau dieser Airline. Welche Gefühle mögen ihn in diesem Moment bewegt haben? Unter den Passagieren befanden sich auch echte Enthusiasten. Einer von ihnen trug ein speziell angefertigtes T-Shirt mit den Unterschriften der Crew. Er war am Morgen von Berlin nach München geflogen und kehrte am Abend mit demselben Flug zurück. Er hatte seinen ganzen Tag diesem Abschied gewidmet. Sein einziges Ziel: dabei zu sein und Air Berlin ein letztes Mal Lebewohl zu sagen. Im Flugzeug war das Licht gedimmt, die Atmosphäre wirkte leicht dunkel und beinahe feierlich. Als über die Lautsprecher die Melodie von Time to Say Goodbye erklang, konnte man selbst bei sonst gefassten Menschen sehen, wie sie sich verstohlen die Augen wischten. Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter hingegen konnten ihre Tränen im Gang kaum zurückhalten. Und dann geschah ein magischer Moment. Plötzlich begannen alle Passagiere gemeinsam, das Air Berlin-Lied zu singen. Zusammen, ein letztes Mal. Kurz vor der Landung meldete sich der Pilot mit einer sichtlich bewegten Durchsage: Wir drehen noch eine kleine Runde über Berlin. Nach diesen Worten zog das Flugzeug einen weiten Kreis über die hell erleuchtete Hauptstadt. Bis heute schwören manche, dass am Himmel eine herzförmige Route geflogen wurde. War es Wirklichkeit oder nur der Glaube an eine schöne Erinnerung? Niemand weiß es genau, doch allein der Gedanke löst ein unbeschreibliches Gefühl aus. Um 23:46 Uhr setzte die Maschine schließlich am Flughafen Berlin-Tegel auf. Die Feuerwehr begrüßte das Flugzeug mit einem besonderen Wasserbogen und blauen Lichtern, eine letzte Ehrenbezeugung. Beim Aussteigen nahmen die Passagiere ein letztes Mal die ikonischen roten Schokoladenherzen von Air Berlin entgegen. Ein kleines, aber bedeutungsvolles Symbol der Dankbarkeit und des Abschieds, für einen Moment, der niemals zurückkehren würde. Auf dem Vorfeld versammelten sich hunderte Mitarbeiter von Air Berlin, jene, die noch aktiv waren, und jene, die bereits ihre Arbeit verloren hatten. Diese Menschen, die jahrelang Seite an Seite gearbeitet und fast eine Familie gebildet hatten, suchten Trost in Umarmungen und vergossen gemeinsam Tränen. Auf der Besucherterrasse hatten sich Tausende eingefunden. Jeder wollte bei diesem Abschied dabei sein und auf seine Weise Lebewohl sagen. Stellen Sie sich folgende Frage:
Was würden Sie fühlen, wenn Ihr Arbeitgeber, Ihre zweite Familie und Ihr gesamtes Berufsleben von einem Moment auf den anderen verschwenden? Plötzlich und für immer. Die Insolvenz von Air Berlin hinterließ historische Spuren und sorgte für enormes Aufsehen. Mehr als 1 Million Gläubiger blieben zurück, mehr als bei jeder anderen Insolvenz in Deutschland, und die meisten erhielten ihr Geld nie zurück. 250 Flugrouten verschwanden von der Landkarte, der Wettbewerb nahm ab, die Ticketpreise stiegen, und Lufthansa gewann eine noch dominantere Marktstellung. Insgesamt verloren 8.000 Menschen ihren Arbeitsplatz. Rund 4.000 fanden neue Stellen bei Unternehmen wie Lufthansa oder EasyJet, doch laut Gewerkschaften lagen die Gehälter dort deutlich unter dem früheren Niveau. Bis heute, selbst im Jahr 2025, ist das Insolvenzverfahren noch nicht vollständig abgeschlossen. Insolvenzverwalter Lukas Flöter ringt seit 8 Jahren mit der außergewöhnlichen Komplexität des Falls, und die Geschichte ist noch immer nicht endgültig beendet. Die Vielschichtigkeit dieses Verfahrens war nahezu beispiellos. Unterdessen erlitt Etihad Airways infolge dieser Krise Verluste in Höhe von Hunderten Millionen Euro. Im Jahr 2022 gewann Etihad Airways den Rechtsstreit gegen den Insolvenzverwalter von Air Berlin. Das Gericht entschied, dass Etihad rechtlich nicht verpflichtet gewesen sei, die finanzielle Unterstützung fortzuführen. Doch wer hat in diesem Prozess wirklich gewonnen? Die Antwort lautet: Lufthansa. Mit der Übernahme von 81 Flugzeugen und 3.000 Mitarbeitern für 210 Millionen Euro verschwand der größte Wettbewerber faktisch vom Markt. Erscheint dir dieses Bild gerecht? Obwohl alles beendet schien, flog bis März 2024 noch immer ein Airbus A320 in den Farben von Air Berlin durch den europäischen Luftraum. Die Maschine gehörte zur Flotte der Sandair mit Sitz in Stralsund. Am 28. März veranstaltete Sandair einen letzten Abschiedsflug über Berlin. Die Tickets für diesen emotionalen und symbolträchtigen Flug waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Geehrt wurde dieser Tag mit einer Kabinenbesatzung, die aus ehemaligen Air Berlin-Mitarbeitern bestand. Doch nach diesem besonderen Abschied wurde das Flugzeug in den Farben von Sandair lackiert. Damit wurde das Erbe von Air Berlin erneut ein Stück weiter zurückgelassen. Aber war das wirklich das Ende? Oder vielleicht doch nicht? Im August 2023 kaufte Markus Rossello die Markenrechte an Air Berlin für lediglich 12.090 Euro und ließ ein neues Unternehmen ins Handelsregister eintragen. Rossellos Pläne bleiben bislang ein Rätsel. Beabsichtigt er, die Marke wieder zu beleben? Das weiß derzeit niemand, doch eines ist klar: Die Marke Air Berlin ist nicht vollständig verschwunden. Sie befindet sich lediglich in einem tiefen Schlaf und wartet vielleicht auf ein erneutes Erwachen. Was also bleibt am Ende? Die Erinnerungen an eine Fluggesellschaft, die ihre Kunden mit Du ansprach, jedem ein Schokoladenherz schenkte und das Fliegen für viele Menschen zugänglich machte. Gleichzeitig aber auch die Geschichte eines Scheiterns, verursacht durch das Fehlen einer klaren Strategie, häufig wechselnde CEOs und Investoren, die sich im entscheidenden Moment zurückzogen. Air Berlin hat uns eine wichtige Lektion hinterlassen. Selbst große Marken können verschwinden. Jedes Jahr flogen Millionen Menschen mit Air Berlin. In ihren Erinnerungen leben die ersten Flüge nach Mallorca weiter, die herzförmigen Schokoladen beim Aussteigen und eine Zeit, in der Fliegen noch erschwinglich war. Diese Erinnerungen werden die Zeit überdauern. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.